Das ist ein stark polarisierendes Fahrrad, das muss man sagen, denn es hat keine Weißwandreifen, sondern Braunwandreifen und es ist ganz anders wie die meisten Fahrräder, die man so kennt, aber es trifft den Zeitgeist und als Cube dieses Fahrrad, ich kann mich noch gut daran erinnern, auf den Markt gebracht hat, da waren wir zufällig in Bayern und haben es schon sehen können. Mittlerweile ist es verfügbar und es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Denn es gibt es nicht nur in dieser Farbe, sondern tatsächlich, wenn man es langweilig haben möchte oder ich sag mal schön, das ist jetzt im Auge des Betrachters, ja, dann kriegt man es auch komplett in schwarz. Da würde meine Frau jetzt sagen, das ist mein Fahrrad. Aber es gibt ganz viele, die sagen, ich will im Straßenverkehr erkannt werden. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich will ein Fahrrad haben, zum Beispiel eine Art Citybike, was mir auch große Freude macht mit diesen tollen Farben, die zunächst, als man sie wahrscheinlich auf dem Reißbrett gesehen hat, gesagt, das geht ja gar nicht. Wie kann man braun mit gelb und grau und schwarz und keine Ahnung was, aber die Zusammensetzung, die hatte ich umgehauen. Hier ist Nico Ockenfels. Grüß dich, Sven. Hi. Ist das so? Ja, es ist halt wieder anders. Es ist so ein bisschen wie gefühlt der Rutsch in die 90er, weil in den 90ern waren diese Skinwall-Reifen ganz klar Thema gewesen. Da war eher der Trend, dass man dann auch sagt, jetzt kann man auch mal ganz schwarze Reifen machen. Jetzt ist es wieder umgekehrt. Wir haben viele Modelle bei unterschiedlichen Herstellern, die auf das Thema setzen. Mittlerweile gibt es auch ein bisschen Farbnuancen. Es geht vielleicht auch ein bisschen mehr mal in den Braunton rein. Aber bei dem Rad haben wir jetzt dieses klassische Skinwall-Design. Und es macht halt schon, es verändert das ganze Fahrrad. Ich sage immer so, wie wenn du bei einem Auto eine klassische Stahlfelge drauf hast oder du machst halt ein paar schöne Aluräder drauf, dann sieht das Auto halt ganz anders aus. Und wenn du das Rad jetzt dir mit schwarzen Reifen vorstellst, wirkt es wieder ganz anders. Also es sind wirklich Farbakzente oder Spielereien, die das Ganze halt natürlich dann irgendwo auch ausmachen. Also man kann es ja zurückbauen, der Reifen wird nicht ewig halten. Also ich nehme an, wie ist der Name von diesem speziellen Nobinik mit der Version? Wir nennen das Skinwall, ne? Skinwall. Genau. Das ist so der Begriff für diese helleren Farbtöne an der Flanke. Und ist da verschiedene Farben oder nur braun? Ja, mittlerweile haben wir verschiedene Farben. Also Schwalbe passt das auch so ein bisschen auf die Bedürfnisse der Hersteller an. Das ist jetzt so der klassische Farbton, wie wir ihn eigentlich auch von früher her halt auch kennen. Steht dem Fahrrad unglaublich gut. Vielleicht nochmal auf die Farbkombination. Die ändert sich jedes Jahr. Ist das jetzt ein 2021er? Genau, wir haben das 2021er Stereo Hybrid Race mit 140 mm Federweg. Das ist, sage ich mal so, der Federwegsbereich, der sich am meisten dreht oder das mit am meisten verkaufteste Bike. Das Race bildet den Einstieg in die 140er Serie, was aber auch im Großen und Ganzen schon die ganzen Highlights hat, wie alle anderen darauffolgenden Modelle. Heißt also, bei jedem 140er Modell haben wir den Carbonrahmen. Ach, das ist Carbon? Das ist Carbon, genau. Und das auch schon für den Preispunkt 3.999 €. Also klar, wir wissen, das Preis-Leistungsverhältnis bei Cube ist sensationell. Die Marke weiß das umzusetzen, um da wirklich eine Top-Ausstattung für ein super Budget halt auch zu bilden. Egal, ob das jetzt das Rad für 4.99 € ist oder ob es das Rad für in dem Fall 3.999 € ist. Ganz egal, Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich immer top. Und im Verhältnis natürlich halt auch das, wo die Marke natürlich heute für steht, für wirklich auch viel Innovation, Eigenentwicklung. Das sieht man natürlich auch an den Produktionen, dort wo die Räder entwickelt werden und gebaut werden. Wir waren ja selber auch schon dort gewesen. Es ist wirklich sensationell, wie sich die Marke in den letzten 2 Jahrzehnten wirklich entwickelt hat und wo sie heute dann halt auch steht. Die Nachfrage ist natürlich enorm nach den Rädern. Nicht nur jetzt zur Corona-Zeit oder generell in dieser Zeit, wo Fahrräder wirklich Mangelware sind, sondern Jahr für Jahr ist es wirklich so, dass die Räder frühzeitig ausverkauft sind und wir jetzt im aktuellen Fall, wir haben jetzt November 2020 und normalerweise hätten wir schon viel früher die neuen Räder abgedreht, aber das Problem war einfach, dass wir Räder schon bekommen haben, aber sie eigentlich schlichtweg schon verkauft waren. Und jetzt haben wir mal wenigstens ein paar Modelle da, die wir wirklich mal dann auch filmen können, um auch mal auf die Details der einzelnen Räder einzugehen. Ja, da sind spezielle Baugruppen verbaut, die speziell die Last von schnellen und schweren E-Bikes abkönnen, wie zum Beispiel eine spezielle RockShox EMTB-Feder.
Genau, also es ist schon wichtig, dass alle Bauteile auch dafür zugelassen sind. Das heißt also, es geht wirklich, Gabel ist ein Bestandteil, man zeigt es hier ja auch mit dem Logo. Das geht aber auch weiter mit Komponenten wie Vorbau, Lenker oder auch das Thema Sattelstütze. Man muss dazu sagen, gerade bei einem E-Bike ist die Sattelstütze mit das hauptbelastete Teil, auch bei einem unmotorisierten bzw. ungefederten Modell, weil der klassische E-Bike-Fahrer doch deutlich mehr sitzt. Ne? Und das heißt also, in dem Fall hier ist die Belastung darauf schon wirklich sehr, sehr hoch. Nichtsdestotrotz ist das ein Bike mit 140 mm Federweg, wo ich in unseren Gefilden oder auch egal wo alles mitnehmen kann. Ich komme vernünftig berghoch, ich kann aber auch eine Abfahrt mitnehmen. Also alles ist in dem Fall möglich. Kombiniert mit einer 12-Gang SRAM-Schaltgruppe das Gesamte und einem kompletten RockShox-Fahrwerk in dem Fall. Darauf folgende Modelle sind dann das SL für 4.499 €. Dann kommt das TM, das ist somit das bekannteste oder oftmals auch das gefragteste, weil es wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis noch mehr heraussticht, liegt dann bei 5.199 €. Und das Action-Team spiegelt natürlich ganz klar die Cube-Farben wieder mit dem Silber, Blau, Orange. Und da liegt das Modell bei 6.199 €. Es geht auch immer teurer. Die haben wir hier heute noch, dass wir die filmen können? Nee. Also TM, bin ich ganz ehrlich, TM haben wir aufgrund der Nachfrage vom letzten Jahr so stark geplant, wo wir dann auch mal sagen müssen, noch mehr können wir nicht bestellen, das macht gar keinen Sinn, weil das wäre unvernünftig. Ich muss aber leider sagen, dass die TM-Modelle für dieses Jahr bei uns eigentlich schon zu 90% ausverkauft sind. Wir reden über 2021. Also wir reden nicht mehr über 2020. Cube fertigt oder macht die Assemblierung in Deutschland. Das heißt, dort gibt es ein Fließband, haben ein Video gedreht. Ich hoffe, es wird demnächst mal freigegeben, liebe Leute von Cube. Guckt es euch mal an. Fast 2 Stunden haben wir mal gezeigt, wie die gefertigt werden. Aber auch die hatten ja viel zu tun bei Cube, mussten sich das Ganze erstmal anschauen. Wenn man sich jetzt mal das schwarze Modell anschaut, eine ganz andere Optik und es macht nur die Farbe. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Nico, wenn du mal kurz zu mir kommst, man kann dich nicht hören von da hinten. So. Ja, das ist der Nachteil. Da hat man jetzt Hochglanz und Matt vereint. Genau, also es ist ja immer schon die Philosophie von Cube gewesen. Wir haben bei einem Modell immer 2 Farbvarianten. Bei den Stereos, in dem Fall haben wir sogar 3 Varianten. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass die Sting-Serie, die Damenmodelle, weggefallen sind. Das heißt, wir haben jetzt auch immer noch eine feminine Farbe mit dabei. Jetzt kann natürlich eine Frau aber auch sagen, klar, wie eben auch schon von dir gesagt, meine Frau wird jetzt das Schwarze nehmen. Es gibt aber auch bei diesem Modell noch eine weitere Farbe, die aktuell noch gar nicht produziert wurde, auf die warten wir noch. Und die ist dann ein bisschen femininer. Was heißt das? Lila? Wir haben die Teamfarben von dem Damen-Rennteam. Das ist dann Türkis, ein bisschen Rosé ist mit drin, dunkelblau. Ich finde es super schick. Würde selber auch fahren, aber es ist ja jedem selber überlassen, was er für eine Farbe dann halt schlussendlich wählt. Schwarz ist grundlegend oder oftmals reden wir, das ist jetzt ein Schwarz, Iridium wäre dann mehr ein Grauton, ist immer eigentlich mit dabei. Irgendwie wirklich bei jedem Modell eine dezente Farbe, auch bei den Reaction-Modellen. Es gibt immer ein Schwarz, es gibt aber auch wirklich dann mal sowas in der Art oder in ganz blau. Wenn du vielleicht mal kurz runterschwenkst, da haben wir ja verschiedene Modelle, die jetzt, wo wir die feminineren Farben einfach sehen, sprich das dunkle Berry oder dieses Türkisblau, das macht nochmal den Unterschied dann halt ganz einfach aus. Ja, dank meines Superweitwinkels ist es der Punkt in der Mitte, den Sie gerade sehen, aber das können wir uns ja mal anschauen. Das heißt, am besten hier die Farben mal gucken, aber nichtsdestotrotz, die sind jetzt da. Du hast jetzt über 700 von diesen Cube-Fahrrädern bekommen. Schön wär's. Leider nein. Aber jetzt ohne Witz, wenn du 700 hättest, du könntest die alle verkaufen, oder? Ja, ich denke schon. Das würde sicherlich funktionieren. Das Problem ist halt einfach, dass auch alle an den Kapazitätsgrenzen einfach arbeiten. Ne? Also Cube produziert wirklich schon sehr, sehr gut. Das kann ich gar nicht anders sagen. Da sind manche anderen Hersteller deutlich weiter hinten dran. Und wir haben wirklich auch schon einiges an Rädern bekommen. Aber die Nachfrage in der Spätsommerzeit oder Herbstzeit ist einfach noch extrem groß. Und viele, die jetzt in 2020 nach Corona in dem Sinne, nach dem Lockdown gesagt haben, okay, dann warte ich halt auf das 21er Modell, die haben sich eigentlich schon entschieden.
Und die waren quasi mit der Präsentation der neuen Räder eigentlich schon direkt da und haben gesagt, das will ich. Farbe passt, nehme ich. Und das sehen wir jetzt in den letzten Wochen halt immer noch. Also wir sind jetzt im November und wir haben immer noch eine extrem hohe Nachfrage und vor allen Dingen haben wir auch immer noch eine hohe Vorlaufzeit. Heißt, wir haben einige Kunden, die immer noch auf ihr Fahrrad warten. Kann man hier eine zweite Batterie anbringen, diesen Range Extender? Ist das möglich oder hier nicht? Das geht hier nicht, nein. Das bietet jetzt Cube als Option noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mal noch, aber prinzipiell alle Cube-Modelle sind mit dem Performance CX-Motor ausgestattet und natürlich jetzt in dem Fall auch mit dem großen Akku mit 625 Wattstunden. Genau, und das Fahrrad mal kurz runternimmst und mal die Hinterradbremse anziehst und es nach oben ziehst. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich will. Oh ja, dann können wir nämlich mal den Motor von unten gucken. So sieht er aus, denn viele wollen nämlich auch mal sehen, ist das denn auch geschützt, wenn ein Steinschlag von unten kommt? Da gab es früher Carbon, ich sag mal Rahmen, die waren nicht so gut geschützt. Da haben sich so Steinchen in dieses wunderbare Gelenk dann reingedrückt, haben die kaputt gemacht. Da hat man viel dazu gelernt. Ja, also hier ist ja nichts mehr offen in dem Sinn. Wir haben die Skinplate hier unten nochmal mit verbaut, die nochmal einen zusätzlichen Schutz bietet. Man muss halt aber auch wirklich sagen, die Lösung des Akkudeckels ist halt sensationell gelöst. Also wir haben hier den Druckknopf, den drücke ich nur, dann ist der Deckel schon auf. Nochmal, das war ja mal viel fummeliger vor 2 Jahren. Wir haben früher immer so ein Rändelrad gehabt, was wir dort bedient hatten. Da muss man gucken, dass es nicht komplett rausfällt. Und genauso geht es auch wieder zu. Nochmal, ich muss das mal filmen, das Geräusch. Mach mal. Moment, wo ist es da? Ja. Das funktioniert doch immer so. Machst zu und auf und es geht. Können wir 100 Mal jetzt machen. Aber genau, wenn du den mal kurz abnimmst, den Deckel, dann kann man vielleicht das Carbon mal sehen, da drin, wie schön das gemacht ist. Das ist der Rahmen, da sieht man, wie dünnwandig das eigentlich ist. Ja, klar, natürlich, du brauchst nicht so viel Wandstärke. Wenn man das hier jetzt schon sieht, da ist schon Material vorhanden. Entscheidend ist hier aber auch wirklich der Unterschied nochmal, gerade was die Funktionalität auch angeht. Wir hatten es oftmals gesehen gehabt, dass die Räder eigentlich den Zylinder direkt mit in eine Öffnung von einem Rahmen haben. Cube löst das Ganze. Ich komme auf die Seite, dann sieht man es besser. Cube löst die Thematik eigentlich so, dass sie den Zylinder direkt hier reinsetzen. Wir hätten über die andere Lösung den klassischen Effekt wie früher beim Auto. Ne, hast das Schlüsselloch nicht getroffen, hast um den Zylinder drumherum lauter Kratzer. Und das entfällt hier eigentlich komplett. Und das ist wirklich im Gesamten schön gelöst. Also wir haben natürlich auch die Möglichkeiten, 500 Wattstunden Akku hier einzusetzen. Es gibt ja manche Modelle sowohl als auch. Heißt also, diese Halterung, die wir hier haben, versetzen wir einfach um die Länge oder im Prinzip um den kürzeren Teil des 500 Wattstunden Akkus und ist somit auch möglich. Geht aber jetzt nicht, dass ich sage, das mache ich jetzt schnell mal während der Fahrt, weil das muss genau angepasst werden. Das ist wirklich dann eher eine Sache für die Werkstatt oder wenn ich selber kann oder mir zutraue, eher dann für zu Hause und dauert dann halt schon mal 20 Minuten. Kann ich mir einen zweiten Akku kaufen und den während der Fahrt, wenn der leer ist, tauschen? Ist das möglich von der Zeit her? Geht. Das ist kein Problem. Das ist, wenn ich jetzt einen Schlüssel hätte, kann ich einfach rausnehmen. Genau, also das ist sowieso kein Problem. Und man hat jetzt hier auch nochmal gesehen, auch vom Einsetzen her, das ist aber immer so eine fummelige Sache. Du hast doch gar nicht hingeguckt. Das ist, funktioniert trotzdem. Es funktioniert trotzdem, genau. Also ich setze das wirklich hier unten einfach ein. Jetzt eben war der Effekt deutlich schneller. Jetzt habe ich dich. Nee, genau, jetzt ist drin. Jetzt hat's. Genau, einmal Klick und fertig. Und ich halte das Rad noch fest. Also ich habe jetzt nur eine Hand jeweils immer. Also es funktioniert wirklich einfach. Es ist sauber abgedichtet. Da passiert also auch nichts. Das ist wirklich extrem ordentlich gemacht. Und das zeigt halt auch die Entwicklung der Marke, dass sie ihr eigenes Know-how aufgebaut haben, um wirklich ein vernünftiges Rad zu machen. Schön. Ja, der Name nochmal von dem Fahrzeug? Das ist ein Cube Stereo Hybrid Race. Hybrid Race. 40 mm Federweg. Genau, hat jetzt in dieser Ausführung das Display, heißt wie? Purion. Genau, machen wir es mal an. Ist im Prinzip die klassische oder die kleinste Variante im Bosch-Portfolio. Ich sage halt aber auch immer, der manch einer sagt, ich hätte aber gerne einen Kiox oder warum ist da nur das einfache Display dran bei 4.000 Euro? Also zum einen mal für 4.000 Euro bekomme ich hier schon sehr, sehr viel Fahrrad für das Geld. Zum anderen muss ich sagen, was will ich von so einem Display denn wissen, während ich Fahrrad fahre? Ich persönlich will vielleicht wissen, wie schnell fahre ich und wie weit komme ich noch und was sagt mein Akku. Ansonsten will ich ja Fahrrad fahren. Und will die Stufe sehe ich aber auch, oder? Wissen, wann habe ich eine SMS gekriegt? Echt nicht? Willst du nicht wissen? Will ich nicht wissen. Gut. Dafür gehe ich Radfahren dann. Ja, das sagt Nico Ockenfels. Übrigens auch hier nochmal Hinweis, Wertgarantie. Bei einem Fahrzeug für 4.000 Euro liege ich bei
bei 3,9, was war es, 3,999 bei dem? 3,999, genau. Wäre dann im Falle von Wertgarantie bis 4.000 Euro, so ist die Staffel und wir liegen dann, glaube ich, bei knapp 180 Euro. Also 180 Euro im Jahr, dann ist das Diebstahl und Vandalismus geschützt, das Fahrrad. Und die Verschleißteile sind mit drin, wie Reifen, Bremsen, Ketten. Und da gibt es genaue Bedingungen, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, denn E-Bikes sind besonders günstig, günstiger interessanterweise als normale Fahrräder ohne Motor. Ja, Nico Ockenfels, da ist es das Cube und ich überlege mir sogar, ob ich mir nicht mal so ein Nobby Nick einfach mal mit diesen tollen Braun montiere oder in weiß oder was auch immer. Gleich eine neue Optik an einem Fahrrad. Ja, okay. Ich kann mir zwar kein neues leisten, aber einen neuen Reifen. Nee, ich muss ihn ja eh kaufen, den Reifen. Also man kann den auch so bestellen. Ich wusste das gar nicht. Ich habe zunächst gedacht, das wäre so. Mittlerweile gibt es die auch fest im Aftermarket-Bereich, wo auch diese Farbe mit angeboten wird. Also nicht nur in der Erstausrüstung. Im Aftermarket-Bereich, das muss ich mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da steht's. Ja, wir sind bei WeCycle in St. Wendel und ja, im Moment sind noch welche da. Am besten schauen Sie mal nach in den Webshop, den WeCycle hat, denn da habt ihr alle verfügbaren drin, aber es lohnt sich hier anzurufen. Die Rufnummer hier in St. Wendel? Ja, genau. Also wir können jede Nummer nehmen. Das ist die 06806 9878 960. Ja. Oder einfach geht halt auch per E-Mail info@wecycle.de. Genau, mach mal dein Bändel weg. WeCycle heißt die Firma, euch gibt es schon ziemlich lange. Am besten anrufen, denn ihr könnt die Kunden beraten, was im Vorlauf ist. Ihr habt unglaublich viel im Vorlauf, ihr wisst aber selber nicht ganz genau, wann sie kommen und man kann dann seinen Wunsch äußern und ihr habt so eine Art Weihnachtsliste, die fürs ganze nächste Jahr ist, mehr oder weniger. Die müssen wir bis ins nächste Jahr ziehen, genau. Nee, also es gibt schon Möglichkeiten, dass wir, auch wenn die Räder jetzt vielleicht nicht online sind, weil es macht für uns nur Sinn, Ware zu zeigen, die auch verfügbar ist. Es bringt ja nichts, wenn der Kunde bei uns alle Stereo-Modelle sieht und alle stehen auf Rot. Wirklich anfragen, es ist wirklich sehr, sehr individuell dieses Jahr. Wir haben durchaus Möglichkeiten, vielleicht Ware zu schieben oder zu verändern. Das kommt aber immer auf den Hersteller auch drauf an. Generell sind wir natürlich immer bemüht, dass, wenn sich jemand für sowas entscheidet, schnellstmöglich für den Kunden dieses Fahrrad natürlich halt auch zu besorgen. Sehr schön. Ja, da ist es. Wir sind jetzt mal nicht auf die einzelnen Bremsen und so weiter eingegangen. Da ist jetzt eine Magura drauf, eine Vierkolben-Bremse. Genau. Die ist drauf, da ist ein toller Motor dabei und so weiter. Also die Fans werden es kennen. Es geht um die Optik und es geht jetzt um die einfachen Details. Ein Fully mit Carbonrahmen, mit einem tollen Radsatz, tolle Reifen, also mit allem drum und dran für, ich sag mal, unter 4.000 Euro mit der Mehrwertsteuer von 19%. 3% gehen noch runter bis 31.12., je nachdem, wie lang es geht. Ja, vielen Dank. Präsenzverkauf zweimal, einmal in St. Wendel im Saarland und in Riegelsberg im Saarland in der Nähe von Saarbrücken. Und da kann man auch hinkommen. Wie sind da die Öffnungszeiten? Wir haben aktuell die Öffnungszeiten ein bisschen geändert. Wir sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr da und samstags von 9 bis 13 Uhr. Von 9 bis 13 Uhr. Ja, vielen Dank, Nico Ockenfels. Tschüss. Danke auch. Ciao.